Nach langem Warten sind sie endlich da, die neuen Shihiros WRGB-Lampen. Es hat ja wirklich lange gedauert, bis die Shihiros-Lampen hier in Deutschland endlich wieder verfügbar waren. Das Problem waren ja die ganze Zeit die Netzteile und mittlerweile ist es eben so, dass Shihiros da nachgebessert hat und für Deutschland neue Netzteile mitliefert. Und jetzt ist es eben auch so weit, dass ich hier endlich mal eine von den neuen Shihiros WRGBs in der Hand halte, die 30 cm Version, die ihr auch da hinten schon auf meinem ehemaligen ENAC-Becken leuchten sehen könnt. Und wir werden uns in diesem Video diese Lampe mal im Detail anschauen, mal gucken, was es hier mit den Deutschland-Aufklebern auf sich hat, was sich jetzt bei der deutschen Version sozusagen verändert hat und generell wie die Lampe so performt. Denn ich glaube, der Hype um diese Lampe war schon recht extrem, denn es wird wahrscheinlich die neue Einstiegsklasse in das Thema RGB und WRGB leuchten werden. Also lasst uns direkt einsteigen und wir schauen mal, was hier in der Packung alles drin ist. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere jetzt auf jeden Fall meinen Kanal, damit du in Zukunft keine neuen Videos mehr verpasst und ich dir auf dem Weg zu deinem perfekten Scape helfen kann. Schau mal auf meine Startseite, dort findest du auch verschiedene Bereiche für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis, womit ich dich genau da abholen kann, wo du gerade als Aquascaper stehst. Also auf den Abonnieren-Button drücken und nichts mehr verpassen. Bevor wir jetzt direkt ans Auspacken gehen, gucken wir noch einmal hinten auf die Packung drauf. Da sehen wir nämlich die technischen Daten von der Lampe, die ich jetzt hier habe. Ich habe also die WRGB 30, das heißt 30 cm Version. Ich habe sie in der Gehäusefarbe Silber. Es gibt sie theoretisch auch noch in Schwarz. Allerdings sind die schwarzen Varianten bei Aquasabi bisher nicht lieferbar. Dazu passt der Commander 4. Der ist nicht Teil des Lieferumfangs, der Shihiros Commander, mit dem man die Lampe dann über eine App steuern kann. Den habe ich mir mal natürlich auch mitkommen lassen. Dazu komme ich gleich. Kommen wir mal zu den technischen Daten der Lampe. Sie wird hier angegeben mit einer Power Consumption von 25 Watt. Interessanterweise leistet das mitgelieferte Netzteil 40 Watt. Und auch bei Aquasabi auf der Seite wird die Leistungsaufnahme mit 39 Watt angegeben. Wahrscheinlich beziehen sich diese Angaben noch auf die Netzteile, die dann bei den anderen Lampen mitgeliefert werden, die nicht hier nach Deutschland kommen. Es sind 102 verschiedene LEDs verbaut, rot, grün, blau und weiß natürlich, und die ganze Lampe liefert 1800 Lumen. Und das ist gerade für eine RGB-Lampe schon echt viel. Wenn wir da den Karton aufmachen, kommt einem sofort das Lampengehäuse entgegen, und wenn wir die Lampe dann einmal aus ihrer schützenden Plastikverpackung rausgezogen haben, dann fällt eigentlich mit als erstes schon der For Germany Only Aufkleber auf, der da so richtig fies über so eine Ecke drüber geklebt wurde. Diese neue Regelung in allen Ehren, und es steht auch auf diesem Aufkleber da drauf, man dürfe ihn nicht abziehen, weil ansonsten die Garantie nicht mehr gegeben ist. Aber sorry, so ein Aufkleber da so voll über die Ecke kleben, sodass ich ihn die ganze Zeit sehen muss, wenn ich die Lampe über dem Becken habe, das geht echt nicht. Ja, also den hätte man auch wirklich an eine unauffälligere Stelle kleben können, wenn er denn überhaupt unbedingt auf dem Lampengehäuse hätte draufkleben müssen. Also sorry, auch wenn ich da jetzt irgendwie die Garantie beeinflusse, aber der Aufkleber muss auf jeden Fall ab. Ich kann euch natürlich nicht empfehlen, ihn abzuziehen, ja, denn wenn es wirklich stimmt oder wenn es da wirklich eine rechtliche Regelung gibt, die ich jetzt persönlich nicht nachvollziehen kann oder nicht darlegen kann, aber da müsst ihr diesen Aufkleber natürlich theoretisch drauf behalten, damit die Garantie bestehen bleibt, aber das ist etwas, was für mich überhaupt nicht geht. Aber mal davon abgesehen, nehme ich hier wie ein wirklich schönes Lampengehäuse in die Hand. Es ist auch vor allem vernünftig verarbeitet. Shihiros war jetzt nie besonders bekannt dafür, richtig geil hochwertige Lampen verarbeitet zu haben. Aber das, was man hier in die Hand nimmt, ist echt vernünftig. Also da muss ich auch sagen, das ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber der A-Serie oder der A-Plus-Serie, die ich auch mal benutzt habe, wo man einfach sagen musste, da war die Verarbeitungsqualität halt echt, ja, sehr mäßig, und das ist aber wirklich okay. Also das ist wirklich absolut okay, da habe ich jetzt erstmal spontan nichts zu meckern. Schön finde ich auch das Anschlusskabel selber, was einerseits vernünftig abgelenkt ist und auch vernünftig hängt, also keine Falten wirft oder Ecken hat oder so, und vor allem auch mit einem vernünftigen Anschluss daherkommt, der nochmal extra mit einer Verschraubung gesichert wird. Also da auf jeden Fall schon mal Daumen hoch. Das finde ich sehr, sehr gut, wenn an sowas gedacht wird, dass das halt eine vernünftige feste Verschraubung ist, die nicht auf einmal, wenn man kurz dagegen stößt, abfällt oder so. Das ist schon ganz gut gemacht. Als nächstes kommen wir dann zum Netzteil. Auch da finden wir einen For Germany Only Aufkleber drauf, wo wieder drauf steht, darf man nicht abziehen, sonst ist die Garantie hinfällig. Hier kann ich ihn von mir aus auch drauf lassen. Das Netzteil sehe ich ja nicht die ganze Zeit, ne? Nur auf dem Lampengehäuse, das war ein bisschen seltsam. Aber neues Netzteil auch dabei. Es ist jetzt hier bei der Shihiros 30 cm kein Meanwell-Netzteil dabei, sondern eben ein anderes Fabrikat. Das leistet, ihr könnt das hier auch sehen, 40 Watt kontinuierlich, und das ist natürlich deutlich mehr, als diese Lampe theoretisch verbrauchen würde, wenn wir den 25 Watt trauen können, die hinten auf der Packung stehen, und damit haben wir da also auch genug Puffer. Die Netzteile werden jetzt eben auch wirklich nur hier für die deutschen Varianten ausgeliefert. Das ist ja so ein bisschen das Embargo, was geschehen ist und was
was jetzt hier auch diese Regelung durchgesetzt hat, dass wir hier in Deutschland Shihiros-Lampen mit anderen Netzteilen bekommen als überall sonst auf der Welt. Weil hier nämlich einfach gesagt wurde, pass auf, wir wollen vernünftige Netzteile, die nicht reihenweise kaputt gehen, die nicht reihenweise anfangen zu pfeifen oder in Rauch aufgehen. Ja, das geht einfach nicht. Und da haben wir jetzt also hier vernünftige Qualitätsnetzteile, bei denen das hoffentlich nicht mehr passiert und wo man jetzt auch seinen Shihiros-Lappen einfach mit einem bisschen besseren Gewissen hier einsetzen kann. Dann gibt es noch ein kleines Adapteranschlusskabel, was jetzt sozusagen den Anschluss der Lampe auf den Anschluss des Netzteils adaptiert. Und da kommt mein erster, wirklicher Kritikpunkt. Warum muss das nochmal adaptiert werden? Warum kann nicht einfach an das Netzteil der entsprechende Stecker gesetzt werden oder aber an die Lampe der entsprechende Stecker gesetzt werden? Das wird gleich ein bisschen klarer, wenn wir uns den Commander angucken, aber trotzdem bleibt dieser Punkt bestehen. Also es hätte kein separates Anschlussformat an der Lampe geben müssen. Es hätte auch kein separates Anschlussformat am Netzteil geben müssen. Das hätte man auch alles auf den gleichen Stecker bauen können. Und zum Schluss ist natürlich dann die Halterung dabei, die verstellbare Aufsatzhalterung. Und hier muss ich auch sagen, vor allem im Vergleich zu der Shihiros A+, die ich eben selber mal eingesetzt habe, massiver Unterschied. Ja, erstmal ist jetzt die komplette Auflage aus Aluminium und nicht mehr aus so einem sehr billig wirkenden Acrylplastik mit komischen Acrylschrauben, die abbrechen, wenn man sie nur anguckt. Und vor allem die Stäbe, an denen die Lampe sitzt, haben jetzt mal einen vernünftigen Durchmesser, sodass sie sich nicht die ganze Zeit durchbiegen. Denn bei meiner A+ war das so, wenn ich die hochgesetzt habe, dann war dieser Stab nicht gerade, wie er sein sollte, sondern das war wie so ein Strohhalm, so halb gebogen oder so, weil einfach dieser Draht so winzig war, dass er sich die ganze Zeit unter dem eigenen Gewicht der Lampe verbogen hat. Von der Optik her ging das einfach nicht. Und hier haben wir jetzt vernünftige Durchmesser der Stäbe, vernünftige Aluminiumauflagen und vernünftige Madenschrauben, mit denen die Stäbe in den Aluminiumauflagen fixiert werden. Also das ist schon mal ein massiver Fortschritt an Qualität im Vergleich zu den vorherigen Shihiros-Lampen, die wir jetzt hier mit der WRGB haben. Dann kommen wir als nächstes mal zu dem Commander, also der Steuereinheit, mit der die Lampe App-steuerbar wird. Der Commander ist nicht Teil des Lieferumfangs, das heißt, den müsst ihr selber kaufen. Glücklicherweise ist der mit gerade mal 30 € sehr günstig und ich würde auch jetzt schon, ja, im Vorfeld schon sagen, ohne diesen Commander kauft ihr diese Lampe nicht. Diese 30 € sind das absolut wert dafür, dass ihr die Lampe dann nämlich in allen Kanälen selber steuern könnt. Also ihr habt dann halt eine 4-Kanal-Farbsteuerung mit Tagesverläufen und allem drum und dran und das halt für nur 30 €, das ist ein mega gutes Angebot, also diesen Controller auf jeden Fall immer mitkaufen. Für die WRGB braucht ihr den Commander 4. Es gibt auch noch den Commander 1, mit dem ihr dann nämlich nur einen Kanal steuern könnt und der ist dann beispielsweise für die älteren A- und A+-Serien und auch für die alte RGB-Serie. Damit könnt ihr die Lampe dann halt nur dimmen und habt keine 4-Kanal-Steuerung. Jetzt hier für die neue WRGB könnt ihr eine 4-Kanal-Steuerung benutzen und deshalb nehmt ihr da den Commander 4. Und in der Packung ist auch nicht wirklich viel drin, außer dass auch wieder ein fetter For Germany Only Aufkleber vorne drauf steht, wo ich immer noch nicht weiß, was der da jetzt zu suchen hat in diesem Fall. Wahrscheinlich geht es da auch um die Anschlussformate. Das ist nämlich das, wo ich jetzt auch noch mal drauf zurückkommen wollte. Der Commander hat natürlich einen Eingang, einen Ausgang. Das heißt, an die eine Seite kommt Strom, an die andere Seite kommt die Lampe. An die Seite, wo die Lampe kommt, habe ich diese schöne metallene Schraubverbindung, die wirklich toll ist. Ja? Die sieht gut aus. Ich habe ein metallenes Gewinde da, ich habe eine metallene Überwurfmutter da. Das ist richtig geil, das fühlt sich gut an. Man hat einfach das Gefühl, diese Verbindung ist bombensicher. Und auf der anderen Seite habe ich an dem Commander ein Stück mit einem Kunststoffgewinde. Ich denke, ja okay, immerhin schon mal ein Gewinde da, aber am Netzteil ist kein Überwurf. Ja, das heißt, ich stecke den Netzteilstecker da auch einfach nur rein und nichts weiter passiert. Das heißt, dieser Anschluss mit dem Gewinde ist halt völlig fehl am Platz, weil es gibt keinen Überwurf dazu. Dieses Gewinde ist nutzlos an dieser Stelle. Und sowas kann ich nicht verstehen. Ne, sowas ist natürlich, also ich weiß, woher das kommt. Ja, das sind halt Standardbauteile, die werden dann benutzt und dann denkt man sich, ja, ich kann den Stecker ja auch so reinstecken, ist ja wurscht. Aber ganz ehrlich, das ist etwas, was mich stört, was mich in meinem ästhetischen Empfinden stört, wenn ich mir denke, da habt ihr jetzt schon die Möglichkeit, mit einer sauberen Überwurfverschraubung zu arbeiten und dann tut ihr es nicht. Warum nicht? Das wäre wirklich kein großer Aufwand gewesen. Also das sind so Sachen, die nerven mich immer so ein bisschen. Das hat natürlich jetzt keinen Einfluss auf die Funktion und das hat auch nicht wirklich einen Einfluss auf die Verarbeitung. Es ist einfach nur etwas, wo ich mir denke, wenn ihr jetzt hier schon auf wirklich jedes Bauteil so einen Deutschland-Aufkleber drauf macht und unbedingt zeigen wollt, dass ihr jetzt hier ganz besonders toll irgendwas für Deutschland gemacht habt, dann macht doch wenigstens diese letzte Überwurfmutter noch dazu. Ja, also daran hätte es jetzt auch nicht unbedingt scheitern müssen. In der Packung von dem Commander ist auch nichts wirklich sonst weiter drin. Das heißt, da ist wirklich nur der Commander und zwei Klett-Klebepads, was ich ganz nett finde. Da kann man sich den Commander nämlich irgendwo schön an den Schrank pappen oder so und dann kann man ihn da halt benutzen. Da er aber mit Bluetooth funktioniert und nicht mit Infrarot oder irgendetwas
das, was eine Sichtverbindung braucht, kann das ganze Ding auch einfach komplett im Schrank verschwinden. Also ihr müsst den nicht sehen. Jetzt müssen noch einmal die Halterungen angebracht werden und das ist eigentlich super simpel. Ihr schiebt die Stäbe in die Lampe rein und steckt dann unten die Aluminiumauflagen drauf und schraubt die Aluminiumauflagen mit den Madenschrauben fest. Das heißt, ihr könnt die Lampe Höhen verstellen über die Madenschrauben und ihr könnt sie in der Länge verstellen, eben von 30 bis 45 cm, jetzt hier bei der 30 cm Version. Was mich hier ebenfalls wieder stört, ist das gleiche Problem, wie es beispielsweise auch eine Twinstar 300C bereits hat. Diese Halterung ist halt in der Höhe fixierbar, klar, sonst wird sie runterfallen, aber sie ist in der Breite nicht fixierbar. Das heißt, diese Stäbe stecken einfach lose in der Lampe. Ich kann sie halt die ganze Zeit hin und her schieben und das sorgt bei mir für das Gefühl, dass ich meine Lampe nie präzise wirklich mittig über dem Becken ausgerichtet kriege. Weil ich stoße nur einmal dagegen und schon rutscht die so ein bisschen hin und her. Und wenn ich sie zum Beispiel hochhebe, weil ich irgendwas am Becken machen muss und so ein bisschen schräg halte, fällt die eine Seite der Halterung raus. Ja, wo ich mir denke, auch da wäre es kein Problem gewesen, einfach mit zusätzlichen 4 Madenschrauben diese Halterung auch in der Lampe zu fixieren. Andere Hersteller kriegen das auch hin. Ja, also das ist etwas, was mich auch bei der Twinstar schon mega genervt hat. Das finde ich super ätzend, wenn ich die Lampe hochhebe und die ganze Zeit aufpassen muss, sie auch ja gerade zu halten, damit mir nicht die Halterungen in alle Richtungen fallen. Das sind alles nur Kleinigkeiten, versteht mich nicht falsch. Das ist natürlich nicht wirklich kaufentscheidend. Aber das ist halt etwas, was in der täglichen Arbeit an einem Becken und mit einer Lampe dann doch schnell sehr nervig werden kann. Aber jetzt haben wir also die Halterung dran und ich setze jetzt mal die Lampe hier auf das ehemalige ENIAC-Becken drauf, damit wir uns gleich mal so ein bisschen die Bestückung der LEDs anschauen können. Und da müssen wir jetzt eben noch den Controller anschließen, also Lampe an den Controller anschließen, Netzteil an den Controller anschließen und dann blinken dann nämlich auch die ersten Lämpchen auf und dann ist er auch sofort einsatzbereit. Also der hat nicht wirklich eine längere Zeit, wo er hochfährt oder so, sondern direkt danach kann man den eben mit der App ansteuern. Und damit wir das können, müssen wir uns natürlich jetzt zuerst einmal auch die App besorgen. Die App findet ihr ganz regulär im Google Play Store oder im iOS App Store. Ich bin hier auf iOS und suche deshalb hier im App Store einfach mal nach Shihiros und dann kommt mir nämlich diese App mit chinesischem Namen entgegen. Ich kann nicht sagen, wie diese App heißt, ja, aber auf jeden Fall ist das die richtige App. In der App selber steht dann auch Shihiros Magic, das wird wohl der Name sein. Es gibt schlicht und ergreifend noch keine deutsche Übersetzung dafür. Gut, sei mal dahingestellt, die App kann man auf jeden Fall im deutschen App Store laden und sie funktioniert. Und wenn ihr die dann nämlich runtergeladen und installiert habt und einmal startet, dann sucht ihr zuerst einmal aus, mit welchem Gerät ihr euch verbinden möchtet. In diesem Fall ist das jetzt der Commander 4 und dann wird das Gerät auch sofort erkannt und angezeigt. Also das ist überhaupt kein Problem. Dann tippt ihr da drauf und dann landet ihr nämlich sofort hier im Startscreen, wo ihr den Tagesverlauf programmieren könntet und habt jetzt vollen Zugriff auf die Lampe und auf alle 4 Kanäle. Die App hat im Endeffekt 2 Hauptbereiche. Einmal den Autobereich, das ist der, wo ihr den Tagesverlauf selber programmieren könnt, und den Manual-Bereich, wo ihr einerseits eine Reihe von Presets benutzen könnt oder aber eben die Lampe halt manuell einstellen könnt. Da habt ihr allerdings keinen Timer dabei. Also diese Timer-Funktion geschieht halt nur im Automodus mit dem Tagesverlauf. Trotzdem finde ich die Presets ganz spannend und die will ich euch jetzt einmal ganz kurz zeigen. Und zwar, wenn wir da auf Manual gehen, haben wir eben einmal die Möglichkeit, 3 eigene Presets anzulegen. Wir haben die Möglichkeit, auf Full Lights zu gehen, das bedeutet alle 4 Kanäle auf 100%. Und wir haben ganz interessante Voreinstellungen. Und zwar einmal eine Voreinstellung für rote Pflanzen, eine Voreinstellung für grüne Pflanzen und eine Voreinstellung für blaue Pflanzen, also so Richtung Bucephalandra gehend, alles was so blau-violett ist. Und wir haben eine Einstellung für Fische, da ist ein Neon abgebildet, deshalb würde ich sagen, es bezieht sich tatsächlich mehr so auf so eine Art, ja, leuchtende Fische in Anführungszeichen. Und wir haben eine Voreinstellung für Garnelen. Die Sinnhaftigkeit, die gucken wir uns später an, wenn wir die Lampe mal im direkten Vergleich über mein Aqua 30 hängen und dann mal diese einzelnen Kanäle mit Pflanzen darunter durchgehen. Trotzdem finde ich es ganz nett, dass sie da sind. Im Automodus hingegen kann ich eben meinen Tagesverlauf programmieren. Das ist in der App so ein bisschen fummelig, aber man kann sich dran gewöhnen und dann ist es auch okay. Ich muss sagen, im Vergleich zu allen anderen Apps, die so von Herstellern kommen, ja, ONF hat ja eine App für die ONF The Flat One, dann hat Daytime die App für den Controller und jetzt eben hier Shihiros mit der App. Die nehmen sich alle nichts. Die sind alle nicht hundertprozentig optimal bedienbar, vor allem wenn es darum geht, Tagesverläufe zu programmieren, kann man bei der ONF-App ja zum Beispiel gar nicht, aber eben bei der Daytime-App. Und im Vergleich zu der Daytime-App finde ich das hier bei der Shihiros sogar ein bisschen besser gelöst, weil es grafischer ist vom Interface her. Bei der Daytime läuft das alles über Tabellen und von bis Zeiten und so, das ist so ein bisschen umständlich. Hier finde ich es tatsächlich ganz gut gelöst über diese Grafik. Es ist halt einfach ein bisschen fummelig, auf dieser Grafik zu hantieren und deshalb dazu mal direkt 2, 3 Tipps. Wenn ihr mit dem Finger unten über die Zeitleiste fahrt, dann könnt ihr die Uhrzeit auswählen, wo ihr jetzt also einen Datenpunkt setzen wollt. Das heißt, ihr fahrt zuerst über die Zeitleiste, wählt euch eine Uhrzeit aus.
Dann tippt ihr einmal auf den Farbkanal, den ihr beeinflussen wollt, und dann könnt ihr den Slider auf den entsprechenden Wert ziehen, den ihr zu dieser Uhrzeit haben wollt. Und das wiederholt ihr dann einfach. So funktioniert das in meinen Augen eigentlich am besten. Ihr könnt theoretisch den Datenpunkt auch auf dem Graphen mit dem Finger bewegen, aber das finde ich ist halt super unpräzise, weil mir nämlich mein eigener Finger dann die Anzeige der Uhrzeit verdeckt. Ich also nicht weiß, bei welcher Uhrzeit ich gerade genau bin und ich gleichzeitig auch nicht genau weiß, auf welcher Prozentzahl ich da genau bin. Das ist also ein bisschen seltsam. Deshalb meiner Meinung nach die sinnvolle Alternative: zieht erst unten euren Finger über die Zeitleiste, bestimmt eure Uhrzeit und geht dann oben in den entsprechenden Farbkanal rein und verschiebt da den Slider für den entsprechenden Prozentsatz. Mehr gibt es in der App auch gar nicht zu tun und das Schöne ist, ihr müsst die Sachen auch nicht extra speichern. Also wenn ihr so einen Tagesverlauf angelegt habt, könnt ihr danach die App einfach verlassen. Das Ganze wird halt automatisch sofort übertragen und ist dann eben auch verfügbar. Ihr müsst also nichts weiter machen. Was ich schon rausgefunden habe, ist, wenn man dem Commander den Strom klaut, ja, also entweder weil da noch aus Versehen eine Zeitschaltuhr dran sitzt oder weil der Strom ausgefallen ist oder warum auch immer, dann startet die Lampe danach nicht selbstständig neu, sondern sie bleibt aus. Und dann müsst ihr euch einmal über Bluetooth mit der App mit dem Commander verbinden und dann startet die Lampe auch sofort wieder in den richtigen Zeitpunkt des Tagesablaufs, der vorher eingegeben wurde. Aber ihr müsst halt einmal mit Bluetooth in die App rein, mit dem Commander verbinden, damit das passiert. Was ich dann noch ganz spannend fand, war die Bestückung der Lampe selbst mit den entsprechenden LEDs und die gucken wir uns jetzt mal genau an. Ich habe dazu mal alles sehr, sehr dunkel gemacht, damit man die einzelnen LEDs hier auch vernünftig erkennen kann. Und es fällt da zuerst auf, dass weiße LEDs tatsächlich den Großteil der Lampe einnehmen. Wir haben 4 Reihen weißer LEDs, 2 ganz außen und 2 sehr eng in der Mitte. Und das ist also wirklich auch der Großteil an LEDs von dieser Lampe. Und da rührt natürlich auch die relativ hohe Lumenleistung her. Wenn wir dann blau dazu schalten, sehen wir, dass wir zusätzlich 9 blaue LEDs haben. Ich finde ganz spannend, dass das eine ungerade Zahl ist. Wir haben nämlich vorne eine 5er-Reihe und hinten eine 4er-Reihe, also auch eine asymmetrische Anordnung der LEDs. Bei den grünen LEDs, wenn wir den Grünkanal jetzt reindrehen, da haben wir 18 zusätzliche LEDs in 2 Reihen zu je 9. Also da ist es wieder gleichmäßig, aber eben 18 LEDs in grün im Vergleich zu 9 LEDs in blau. Und dann schauen wir uns den Rotkanal jetzt zuletzt mal an und der ist halt wirklich massiv. Ja? Also wir haben deutlich mehr rote LEDs als alle anderen Farben, nämlich hier 3 vollständige Reihen mit jeweils 10 LEDs, also ganze 30 LEDs. Wir haben also 30 mal rot, 18 mal grün und 9 mal blau als RGB-Anteile in dieser Lampe. Bei den weißen LEDs sind es übrigens 46 in der Zahl. So, und diese ganzen LEDs lassen sich dann jetzt eben stufenlos mischen, aber wie gesagt, ich finde es ganz spannend, dass halt bereits von der Bestückung selbst her schon so ein bisschen die Tendenz da ist, dass wir sagen, hier wollen wir auf jeden Fall Rot so ein bisschen pushen und geile Rotwiedergaben erreichen. Blau ist halt nicht ganz so wichtig, Blau kommt zugegeben im Aquarium auch eher weniger vor. Lassen wir mal Fische außen vor, die zum Teil deutlich blau leuchten können, aber pflanzenmäßig haben wir da ja eigentlich nur so wirklich Busse Landras, die in die Richtung gehen. Und deshalb ist das natürlich auch nachvollziehbar, dass hier jetzt nicht überall gleich viele LEDs benutzt werden. Vor allem, weil auch sich die Helligkeiten der einzelnen Farben deutlich unterscheiden. Und damit wird es auch Zeit, das Ganze sich mal als richtigen, vernünftigen Vergleichstest anzugucken. Denn die Lampe über dem leeren Becken sieht natürlich jetzt irgendwie schick aus, aber man kann eben auch nicht beurteilen, wie sie denn dann wirklich über einem Aquarium aussieht. Und dazu nehme ich mir jetzt mal mein Aqua 30 her, das ja die ganze Zeit mit der Daytime Echo 30.3 betrieben wird. Da habe ich halt 2-mal Ultra-Wide-Leisten und eine Ultra-Blue-Red-White Leiste, also im Endeffekt auch einen RGB-Anteil, nur ohne das Grün. Also ich habe halt Weiß, Blau und Rot da drin. Und ihr kennt das, wie das bei mir hier mit den Vergleichen läuft. Die Kameraeinstellungen sind in jeglicher Hinsicht fix. Das heißt, den Unterschied, den du hier jetzt siehst, sowohl in der Helligkeit als auch in der Farbwiedergabe, ist wirklich der Unterschied, den diese Lampe ausmacht. Und hier siehst du jetzt eben die ganze Zeit die Daytime Echo und die Daytime Echo läuft hier mit 100%, also alle Kanäle 100%. Ich kann ja, selbst wenn dort ein Ultra Red Blue White Stripe drin verbaut ist, den nicht separat steuern. Das heißt, ich kann selbst über meinen Controller eigentlich nur das Weiß bedienen und das dimmt dann auch alle anderen Kanäle runter. Also hier jetzt die Daytime Echo 30.3 mit voller Leistung, alles auf 100%, sieht so über meinem Aqua 30 aus. Und so sieht das Ganze jetzt aus mit der Shihiros WRGB. Und das, was zuallererst auffällt, ist, die WRGB ist heller. Ja, sie ist also schon sichtbar heller als die Daytime Echo und alle Farben sind gesättigter. Beim Rot fällt es als allererstes auf, bei der Ludwigia Palustris im Hintergrund, aber auch beim Grün vorne im Rasen und bei dem Blau in dem Busse Falandras fällt das auf. Deshalb ist das Becken dafür jetzt wirklich gut geeignet, weil wir genau alle relevanten Farben abdecken, die wir eventuell mit so einer Lampe betonen wollen. Der Unterschied in der Sättigung ist beim Grün und beim Blau nicht sofort ersichtlich, weil Helligkeit auch ebenfalls einen Einfluss auf Sättigung hat. Wird eine Farbe heller,
wird sie automatisch schwächer gesättigt. Das heißt, um ein gleiches Level an Sättigung beizubehalten, muss eine heller werdende Farbe stärker gesättigt werden als eine dunklere Farbe. Wenn wir also hier in dem Vergleich sehen, dass die Lampe, obwohl sie heller ist, die Farbsättigung immer noch gleich ist oder sogar besser, bei besser ist natürlich logisch, dann ist es besser, aber auch eine gleichbleibende Farbsättigung bei einer helleren Lampe ist besser, weil die Sättigung höher ist. Wenn wir nämlich die Lampe runterdimmen würden auf die gleiche Helligkeit, dass man also ein identisches Helligkeitslevel messen würde, wäre die Farbwiedergabe automatisch stärker, die Sättigung wäre höher. Als nächstes will ich mit euch einmal die verschiedenen Presets durchgehen, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, was diese Lampe halt in den unterschiedlichen Situationen leisten kann. Wir fangen an mit dem Preset für rote Pflanzen. Und ihr seht natürlich, Rotwiedergabe wird bevorzugt, heißt aber auch, dass das ganze Becken ehrlich gesagt schon ziemlich rot wirkt. Also das finde ich ein bisschen übertrieben, würde eventuell in einem Becken gut aussehen, wo wirklich nur rote Pflanzen drin sind. Wäre natürlich spannend, da jetzt mal eine 120er Leuchte über meinem 120F zu sehen, aber so ganz generell finde ich das so ein bisschen over the top. Bei der grünen Wiedergabe ist eigentlich genau das gleiche. Ja? Grün wird natürlich krass bevorzugt, aber man sieht halt auch, das ganze Becken wird grün, selbst die Rückwand wird grün. Ganz hübsch finde ich eigentlich die Einstellung hier für Blautöne. Bevorzugt einerseits so ein bisschen die Bucephalandras, dafür ist es ja gedacht, wirkt aber nicht ganz so aufdringlich wie die anderen Varianten und ist auch einen Tacken dunkler. Und das finde ich als Preset eigentlich noch am besten von den ersten dreien. Danach das Preset für Fische, das ist ganz spannend, weil da wird einfach RGB auf 100% gefahren und Weiß komplett rausgenommen. Und das funktioniert erstaunlich gut, es ist auch von der Helligkeit her noch akzeptabel. Dann nochmal die Einstellung für Garnelen, die ändert sich nur so ganz leicht, nimmt ein bisschen das Rot raus, ist auch noch okay. Wie gesagt, beides als Setup okay, allerdings weiß ich nicht so richtig, warum das jetzt konkret für Fische oder Garnelen sein soll. Und zum Schluss dann natürlich nochmal die Variante Full Color bzw. Full Light, wo jetzt halt wirklich alles auf 100% wieder läuft. Wenn du mich hier auf diesem Kanal unterstützen möchtest, dann kannst du das jetzt tun über die neuen Kanalmitgliedschaften. Wenn du Mitglied meines Kanals wirst, unterstütze mich monatlich mit einem kleinen Betrag und du bekommst dafür die Möglichkeit, hier auf YouTube auch auf mein Videotraining zuzugreifen. Du musst es dir also nicht über meine Website kaufen, sondern du kannst es jetzt hier auch auf YouTube schauen. Ansonsten bekommst du allerdings keine Sonderbehandlung. Der Mitgliederbereich ist nicht dafür gedacht, dass ich hier eine Zweiklassengesellschaft entwickle, sondern alle meine Videos bleiben weiterhin für alle Zuschauer sichtbar, egal ob Mitglieder oder nicht. Das ist einfach für dich nur eine Möglichkeit, entweder über eine monatliche Zahlung an mein Videotraining zu kommen oder um mich einfach völlig unvoreingenommen hier auf meinem Kanal für meine Arbeit zu unterstützen, worüber ich dir extrem dankbar wäre. Und dann dachte ich, machen wir zum Spaß noch einmal den Vergleich mit der ADR Aquasky G, die ja eigentlich zu diesem Set dazugehört. Ist natürlich insofern ein unfairer Vergleich, weil von der Farbwiedergabe her kann die Aquasky G nur verlieren, weil sie keine RGB-LED ist. Das ist ja eine rein weiße LED. Aber ich glaube, dieser Vergleich ist trotzdem ganz spannend für viele von euch, die vielleicht vor der Frage stehen, ob es sich überhaupt lohnt, eine RGB-Lampe zu benutzen im Vergleich zu einer normalen weißen LED. Denn gerade im Einsteigersegment sind die weißen LEDs natürlich immer auch noch deutlich günstiger als die RGB-LEDs. Deshalb also hier mal der Eindruck mit der Aquasky G darüber. Du siehst vor allem zuallererst, dass das Becken deutlich dunkler ist. Also die Aquasky G ist von den drei Lampen mit Abstand die am schwächsten leuchtet, also am wenigsten Licht reinbringt. Farbwiedergabe ist ganz okay. Die Aquasky G, das G da drin steht ja für Green. Das heißt, diese Lampe hat LEDs verbaut mit einem vergleichsweise hohen Grünanteil, was sich auch widerspiegelt in der Grünwiedergabe. Dafür ist natürlich der Rest der Farbwiedergabe, gerade das Rot der Ludwigia Palustris, im Vergleich zu den anderen beiden Lampen massiv geschwächt. Das ist natürlich auch das, was wir erwarten. Aber da kannst du auch noch mal sehr schön den Vergleich sehen, ob das für dich etwas ist, worauf du Wert legen würdest, was sich für dich lohnt. Denn diese Entscheidung musst du natürlich selber fällen. Es gibt jetzt im Endeffekt keinen besser oder schlechter, ob du jetzt RGB oder nicht RGB nimmst. Die Pflanzen wachsen unter beiden Lampen. Interessant ist halt der Aspekt, wie sieht das Ganze für dich persönlich vor dem Aquarium aus, und darauf solltest du diese Entscheidung basieren, ob du RGB willst oder nicht. Damit haben wir jetzt wirklich erstmal alle Features und auch alles an Leistungsfähigkeit von der Chiros WRGB hier durchgespielt, und ich denke, du hast einen ganz guten Eindruck davon bekommen, wie diese Lampe performt. Was ist jetzt so mein finales Fazit dazu? Ich muss sagen, in meinen Augen hat sich Chiros hier extrem gemacht. Im Vergleich zu den vorherigen Lampen ist sowohl die Verarbeitung besser als auch die Leistung, und auch so eine App-Steuerbarkeit ist natürlich ein absoluter Bonus, den ich mittlerweile schon fast nicht mehr missen möchte, denn eine Steuerung über eine App ist in der Regel einfacher als eine Steuerung über einen vorhandenen Controller.
Controller und man kann halt viel mehr mit den verschiedenen Einstellungen spielen und dann eben solche Geschichten wie Tagesverläufe zum Beispiel direkt in der App programmieren. Das ist sicherlich nicht neu und bahnbrechend, aber es ist gut, dass Shihiros das auf einem so niedrigen Preispunkt eingeführt hat. Denn ich denke, das ist jetzt definitiv die neue Einsteigerklasse, wenn es um RGB-Beleuchtung geht. Da kommt man nicht dran vorbei zu diesem Preis. Die 30er hier, die kostet 100 Euro. Und da legt ihr jetzt noch 30 Euro drauf für den Controller, denn wie gesagt, der sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall dabei sein. Dann seid ihr also bei 130 Euro für eine Lampe, die selbst ein 45er Aquarium, bis dahin könnt ihr sie ausziehen, gut beleuchten wird mit 1800 Lumen. Ich habe die ja jetzt aktuell hier bei dem ehemaligen ENAC-Becken, das ist 40 cm lang, 28 Liter Volumen. Bei 1800 Lumen komme ich damit auf 64 Lumen pro Liter. Absoluter Starklichtbereich, ich kann alles halten, was ich möchte. Je kleiner das Becken, umso höher wird dann natürlich nochmal die Lumen pro Liter Anzahl. Das heißt, die Lampe hat definitiv genug Power dafür. Und auch die größeren Varianten der Lampe lassen sich leistungsmäßig absolut sehen. Wenn ich mir hier mal die verschiedenen Leistungen direkt aufrufe und mal durchgucke, dann sehe ich da zum Beispiel die WRGB 60, die also für 60 cm und etwas länger gedacht ist. Die geht, glaube ich, von 60 bis 70 oder 60 bis 80 sogar. Die hat 3500 Lumen. Und das wäre über einem 60p mit 64 Litern 54 Lumen pro Liter. Ist knapp an der Grenze zum Starklichtbereich, aber völlig ausreichend. Also wirklich für alles völlig ausreichend. Klar kann man jetzt sagen, je höher das Licht ist, umso besser wachsen manche Pflanzen natürlich. Aber das ist absolut ausreichend. Und dann gibt es ja noch eine 90er mit 5200 Lumen und eine 120er Variante mit 6800 Lumen. Bei der 90er könnte man zum Beispiel vergleichen, da jetzt die 90er macht 5200 Lumen RGB, eine ONF The Flat One in 90 macht 6500 Lumen. Ist also noch mal einen Tacken heller, ja, 700 Lumen ist nicht die Welt, aber es ist ein bisschen heller, aber dafür ist die ONF halt auch nicht steuerbar, ist kein RGB, was die Shihiros hier alles ist. Es ist nun einmal so, dass eine RGB-Lampe in der Regel schwächer leuchtet als eine rein weiße LED, weil nämlich die farbigen LEDs schlicht und ergreifend nie so hell sein können bei gleicher Leistungsaufnahme, wie es die weißen LEDs sein können. Aber gerade die Steuerbarkeit über die 4 Kanäle ist hier halt ein absoluter Pluspunkt und das zu diesem Preis. Die Verarbeitung ist immer noch nicht da, wo ich sie gerne hätte, aber auch in diesem Punkt muss man natürlich den Preis mit in Betracht ziehen. Für 100 Euro kann ich halt keine Verarbeitung erwarten, die ich ansonsten bei Lampen zwischen 250 und 300 Euro sehe. Das ist einfach so. Trotzdem hat Shihiros hier auf jeden Fall eine Schippe draufgelegt. Die Verarbeitung ist besser als die vorherigen Serien. Ja, es wurde halt auf manche Dinge mehr Wert gelegt. Ich habe jetzt komplette Metallhalterung, nicht mehr so komisches Acrylzeug. Ich habe vernünftige Durchmesser. Das Ganze ist steif, das Ganze sieht gut aus. Spaltmaße können die Chinesen immer noch nicht. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das können andere immer noch besser. Aber nichtsdestotrotz besser als vorher. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall eine Verbesserung von Seiten Shihiros. Und das bei diesem Preis absolut okay. Ich habe am Anfang ja aber so ein paar kleine Designentscheidungen geheult, ja, dass ich die halt blöd finde. Und es gibt übrigens noch was. Das Kabel, was aus der Lampe rauskommt, ist nicht in der Mitte. Ja, das ist ein Stück nach links versetzt. Sowas ist auch etwas, was mich tierisch aufregt in dem Moment, wo ich sehe. Aber natürlich sind das alles Kleinigkeiten, die meiner Meinung nach auch nicht kaufentscheidend sein sollten. Kann ich diese Lampe jetzt empfehlen? Ja, schon. Definitiv. Also die Farbwiedergabe ist top. Die gefällt mir wirklich, wirklich gut. Vor allem ist eben auch wichtig hier die Steuerbarkeit. Ich habe schon in vielen Videos über Farbwiedergabe von RGB-Beleuchtung gesprochen, aber man muss ja auch sagen, dass in dem Moment, wo so eine Lampe steuerbar ist, etwas, was ich ja auch mit Moritz explizit haben wollte, wo wir gesagt haben, die Unique FS muss komplett steuerbar sein, denn dann kannst du dir die Farbwiedergabe genau so zusammenschustern, wie du sie gerne hättest. Und das ist natürlich das absolute Optimum. Ich kann darüber sprechen, dass beispielsweise eine Twinstar E oder eine Twinstar S eine tolle Farbwiedergabe hat und den Rotbereich ein bisschen bevorzugt. Wohingegen eine Athletis auch als RGB den grünen Bereich etwas bevorzugt. Diese ganze Diskussion müsste ich aber nicht führen, wenn die Lampen einfach alle in ihren einzelnen Kanälen steuerbar wären. Denn bei der Shihiros jetzt oder auch bei einer Unique FS zum Beispiel ist mir dieser Aspekt egal. Ich kann sagen, ja, da ist jetzt aber Rotwiedergabe so ein bisschen zu hoch. Dann sage ich, ja okay, dann gehe ich in meine App und ziehe rot ein bisschen raus und zack, habe ich das Problem erledigt. Deshalb Farbwiedergabe bei RGBs ist eigentlich etwas, worüber wir gar nicht diskutieren sollten, sondern das sollte immer in der Hand des Benutzers liegen. Und das tut es hier eben für einen sehr geringen Zusatzpreis von 30 Euro, was ich mega finde. Und ich denke, da hat sich auch das Warten absolut gelohnt, vor allem jetzt auch in Bezug darauf, die Sicherheit zu haben, dass wir hier vernünftige Netzteile jetzt in Deutschland dabei haben. Wenn du ganz generell vielleicht noch nicht weißt, was die optimale Beleuchtung für dein Becken ist, dann empfehle ich dir hier neben mir mal ein Video zum Thema Beleuchtung und Beleuchtungsstärke. Das ist schon ein sehr altes Video von mir, aber die Informationen da drin sind immer noch aktuell und da erkläre ich dir genau, wie du entscheiden kannst, wie stark deine Beleuchtung überhaupt erstmal sein sollte. Wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.